wenn ich die 8 Char-Taktik anwende und mein Leveler ist 106 und meine Leecher alle 100... Oh, alle Level 20. Kriege ich dann den Vollbonus bei Link Attack? Ja. Aber das funktioniert nicht mehr, Spandi. Weil du kannst gewisse Regionen mit Level 20er Charaktern gar nicht betreten. Zum Beispiel für Astria muss man, glaube ich, Level 90 sein. Und für Coral Island 110 oder 120 oder so. Ja, ich glaube 110. Also deine Level 20er Charakter kannst du höchstens im Low-Level benutzen für Link Attack. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Also wenn man die 8-Char-Taktik machen will und einer der Hauptvorzüge ist ja Link Attack, das funktioniert nur im Low-Level. Im High-Level geht das nicht mehr. Im High-Level musst du die richtige 8-Char-Taktik machen, wo du tatsächlich alle 8 Chars levelst. Oder halt Party-Scrolls kaufen. Das mit Link Attack funktioniert leider nicht mehr. Das haben sie vor... Oh, ich weiß gar nicht, wann haben die das entfernt? Während dem FEC haben die das entfernt. So im Juni oder so, glaube ich. Also vor 5, 6 Monaten haben die das entfernt. Seitdem geht's nicht mehr. Ansonsten wäre das gegangen. Früher ging das, jetzt nicht mehr. Fairerweise hätten sie es halt so machen können. Es gab zwar, glaube ich, nicht so ultra viele Leute, die das gemacht haben, mit Low-Level-Chars in High-Level-Gebieten für Link Attack. Also ich glaube schon, dass sehr viele tatsächlich die richtige 8-Char-Taktik gemacht haben. Vor allem beim FEC hat es sich sehr angeboten, weil du bist zwar mit 8 Chars grundsätzlich langsamer unterwegs, aber beim FEC gleicht man das ja extrem aus, weil man ja so ultra viel XP bekommt. Selbst mit 8 Chars levelt man da ja unverhältnismäßig schnell. Und da haben das schon einige Leute gemacht und sich direkt 8 Chars hochgezogen, auch vor dieser Änderung. Aber ich weiß gar nicht, ob es so viele Leute betroffen hat, ist aber auch egal. Fairerweise hätten sie es so machen können, dadurch, dass sie da ja eine Methode... Also das Problem war, gut, wahrscheinlich haben sie es auch deswegen nicht gemacht, also einerseits, weil es ihnen wahrscheinlich egal war. Und andererseits bei der Target von diesem Bann, also dass die Low-Level-Charakter aus bestimmten High-Level-Gebieten verbannt haben sozusagen und damit sowas wie Link Attack halt nicht mehr geht dann mit Low-Level-Chars. Das haben sie tatsächlich nicht deswegen gemacht, weil das konnte man ja seit Release vom Spiel machen und das war ihnen anscheinend nie ein Dorn im Auge, was eigentlich verwunderlich ist, weil sie dadurch bestimmt wesentlich weniger Party-Scrolls verkauft bekommen haben. Aber es war ihnen aus irgendeinem Grund nie ein Dorn im Auge, sondern sie haben es deswegen gemacht, weil sich so extrem viele Leute aufgeregt haben, dass Leute gespottet haben. Also im High-Level bei Giants die Hernes-Waffen, die man zu Ultimate-Waffen machen kann, die zweitbesten Waffen im Spiel. Oder je nach Spielstil ist es auch die beste Waffe im Spiel. Da haben die Leute alle ihre 20er-Charakter hingestellt und sämtliche Giant- und Violet-Spots quasi beobachtet, wie mit so einem Überwachungssystem. Und wussten daher, wenn sie 20, 25, 30 Charakter aufgestellt haben, halt bei manchen Giants immer, wann der respawnt und haben den dann quasi richtig abcampen können, ohne tatsächlich selber die ganze Zeit dort stehen bleiben zu müssen. Mit dem Main-Character. Und die Folge war, dass sie die Low-Level-Charakter dann verbannt haben. Und die Konsequenz daraus war dann aber auch, dass die Link-Attack effektiv verbannt haben, wenn deine Charakter nicht gelevelt waren. Also gratis Link-Attack mit 8 Chars. Mit diesen Low-Level-Chars. Diese Taktik haben sie indirekt mit weggebannt oder verbannt. Obwohl das eigentlich gar nicht der Sinn davon war. Das war nur die... Ja. Der Nebeneffekt davon war das. Was halt für viele Leute, also so viele waren es wahrscheinlich nicht, aber schon für einige Leute ziemlich ätzend war. Aber, ja, ist halt so. Wenn sie es deswegen gemacht hätten, dass sie damit mehr Party-Scrolls verkaufen, finde ich, wäre es fair gewesen, wenn sie auch irgendwie alle Party-Scrolls 10% günstiger gemacht hätten oder so, weil Party-Scrolls sind echt immer noch arschteuer. Eigentlich gefühlt das teuerste im Cash-Shop sind Party-Scrolls. Also ich meine, der Cash-Shop von Flight Universe finde ich ist generell extrem teuer. Aber Party-Scrolls sind schon unverschämt. Im Monat über 50 Euro ist schon... Das ist schon ganz schön teuer. Dagegen ist der Battle Pass ja ein Witz. Dagegen hat der Battle Pass so viel Value und kostet so wenig. Richtig krank. Ich meine, Party-Scrolls haben schon auch ihre Value, aber sie sind auch schweineteuer, also... Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, passt, aber es ist halt einfach ein sauhoher Preis.
Battle Pass hat da schon ein viel besseres Verhältnis. Aber ja, wie gesagt, leider war das ja gar nicht der Grund, warum sie die Low-Level-Charakter verbannt haben. Deswegen gab es da leider keine Price Reduction von Partyscrolls. Wäre aber cool gewesen, wenn sie es trotzdem gemacht hätten. Also 10% wäre eh wenig. 20% wären cool gewesen. Alle Partyscrolls 20% günstiger permanent. Dann hätte man da vielleicht noch ein bisschen was Positives rausziehen können. Und sie hätten safe mehr Scrolls verkauft, wodurch sich finanziell für sie wahrscheinlich nichts geändert hätte. 4-Chart-Technik mit Twitch ist auch schon kritisch. 4-Chart-Technik ohne Twitch ist stabil. Twitch? Sir? Was geht ab, Freak? Battle Pass und Pi-Scrolls für 2 KF-Coin, schön wär's. In deinen Träumen, ja. Geistesgestört wäre, wenn du Battle Pass kaufst und dann alle Partyscrolls automatisch auch aktiv sind. Aber dann würde der Battle Pass nicht 1000 oder 1200 kosten, sondern eher so 5200 Minimum. Battle Pass und Battle Pass Deluxe. Wobei er heißt ja eigentlich schon Extended Battle Pass. Nur Battle Pass ist ja der normale. Die Free-to-Play-Schnorrer-Variante. Lass uns bei Gala bewerben, Advanced Battle Pass. Ich fürchte, es braucht mehr als eine Idee, um sich dort zu bewerben. Mal ganz davon abgesehen, dass sie nicht auf Ideen von außen eingehen. Aber du kannst mal auf ihre Website gucken, Freak. Gala hat tatsächlich einige Stellenangebote. Das letzte Mal, als ich auf ihrer Website war, hatten sie einige Stellenangebote. Vielleicht ist ja was dabei für dich. So, beruflicher Neuanfang? Warum nicht? Du müsstest wahrscheinlich Koreanisch oder Japanisch lernen, aber hey. Gönn dir. Ist Psy so zur Zeit im AOE oder 1v1 besser? Definitiv AOE. Das ist eine AOE-Klasse. Psy 1v1 spielt man eigentlich nur im PvP. Im PvE ist es Trash.